Im vorangegangenen Beitrag waren sie noch Kontrahenden. Der Drehschemelanhänger und der Zentralachsanhänger für Wechselbrücken. Und heute legt Krone TV den Fokus auf deren Gemeinsamkeiten. Bei beiden sind sowohl der Unterfahrschutz als auch der Lampenträger schmaler gestaltet als beim Profiliner, um Kollisionen mit den Stützbeinen zu verringern. Und es sind getrennte Bauteile. Das heißt, wenn es denn mal scheppert, müssen nicht zwingend beide Teile getauscht werden. Und auch die freigängige Umrissleuchte kann beim Umknicken nicht durch ein anderes Bauteil beschädigt werden. Und beide Anhänger punkten mit einer sehr flach gestalteten Einweisschräge. So kann auch eine abgesackte Wechselbrücke unterfahren werden und wird nicht weggedrückt. Beide haben stabile, nach vorne und nach hinten abgeschrägte Einweiskufen auf den Querträgern, sodass ein Verhaken mit der Bodengruppe der Wechselbrücke quasi unmöglich wird. Und in der Rückwärtsbewegung sind die Einweisrollen vor dem Containerbalken angebracht. Denn je früher die Wechselbrücke geführt wird, umso geringer ist die mögliche Beschädigungsgefahr. Die neue Unterfahrschutzverordnung erlaubt nur noch einen Rücksprung von 200 mm von der Rückseite der Wechselbrücke bis zum Unterfahrschutz. Und daher empfiehlt sich für beide Fahrzeuge der optionale Rampenanfahrschutz. Der verhindert bei niedrigen Rampen ein mögliches Überfahren der Wechselbrücke an der Rampe und die damit einhergehenden Beschädigungen. Die Seitenmarkierungsleuchten sind abgesenkt und nach innen versetzt. Und auch der Seitenanfahrschutz ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten maximal nach innen gebaut. Und selbstverständlich haben beide Fahrzeuge Leerdosen für die Elektrik und Halterungen für die Luftanschlüsse.